Antonio Rüdiger nicht mehr tragbar bei der deutschen Nationalmannschaft? Ja, neue Diskussion um Antonio Rüdiger beim 2:1 Sieg der Deutschen gegen die USA am Samstagabend beim Freundschaftsspiel vor der WM. Ja, und damit erstmal ein herzlich willkommen auf meinem Kanal Dennis Bayern Arena und zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, und was genau ist passiert? Und zwar am Rande des Freundschaftsspiels Deutschland gegen die USA, was man mit 2:1 gewinnen konnte, ist Antonio Rüdiger zu den Fans gegangen und wollte Autogramme unterschreiben und hat dann dabei Leute kein Autogramm gegeben, die ein Trikot vom FC Bayern dabei hat und dort ein Autogramm auf dieses Trikot haben wollten und er dann mit Handgesten wohl angeblich gezeigt hat, nee, auf diesem Trikot möchte ich nicht unterschreiben. Das alles natürlich spekulativ. Auf dem Video, was man gesehen hat von RTL, konnte man leider auch keinen Ton hören, was Rüdiger zu den Fans gesagt hat. Nichtsdestotrotz, lasst uns über diese Situation sprechen und diskutieren. Ja, ich selber kenne Antonio Rüdiger natürlich nicht persönlich. Ich kann eigentlich nur wiedergeben, was man natürlich in den Medien, auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld, auch ja, über die Medien erfährt, beziehungsweise auch selber sieht bei Spielen. Und ich habe noch eine Sache so ein bisschen in Erinnerung. Und zwar bei dem Spiel in der Champions League, Real Madrid gegen Bayern, die eine Szene, wo Antonio Rüdiger Stanisic unfair foult, gab damals keinen Pfiff. Danach hat Real Madrid auch ein Tor erzielt und Antonio Rüdiger ist dann auch mal auf den Spieler Stanisic zugegangen, der auf dem Boden lag, nochmal deutliche Worte hinterher gesagt, was Stanisic selber nach dem Spiel auch wirklich nicht toll fand und ihm eigentlich mehr oder weniger in den Medien dazu aufgefordert hat, ja, eine kleine Stellungnahme dazu nehmen oder beziehungsweise in den Medien gesagt hat, sie können ja Antonio Rüdiger selbst mal fragen, was er dort zu ihm gesagt hat und diese Szene ist mir noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Natürlich auch noch andere Szenen, also da gab es schon viel mehr Szenen. Ich glaube, in Spanien gab es auch noch mal in diesem Jahr eine Szene, wo er auf einen liegenden Spieler noch mal so rübergerutscht ist und mit Knie reingerammt ist und er selbst ja auch bekannt dafür, für seine harte Spielweise und als ja, harter Leader sozusagen, so ein bisschen als Spieler bei Real Madrid bekannt. Und ja, aber wir müssen wirklich darüber reden. Und meine Meinung, beziehungsweise, ja, ich gehe jetzt einfach mal darauf ein, was ich für eine Meinung von diesem Spieler habe. Und für mich sind so eine Sachen im Fußball klar, dass man eine gewisse Härte im Fußball spielt. Bayern hatte auch schon des Öfteren Härte-Spieler gehabt und vielleicht auch nicht ganz faire Spieler gehabt. Aber wie gesagt, wir reden jetzt hier erstmal über den Spieler Antonio Rüdiger bei der deutschen Nationalmannschaft. Und vorneweg, vor dem Spiel Deutschland-USA, gab es dann nochmal so ein kleines PR-Video von der ARD nach der DFB-Pokal-Auslosung. Und da hat man dann so schön heile Welt gesehen, wie Antonio Rüdiger und Leroy Sané in Amerika, in Chicago, in einer Schule sich eingefunden haben. Die Schüler hatten dort, glaube ich, auch nochmal ein Musikstück vorbereitet von Major Tom, dem Torsound der Deutschen momentan. Da sieht man immer so ein bisschen heile Welt natürlich hinter der Kamera, also alles so ein bisschen PR-mäßig gestellt, sage ich mal. Und Antonio Rüdiger und Sané sind ja auch bei der deutschen Nationalmannschaft von den Fans nicht so ganz unumstritten und deswegen lasst uns einfach mal darüber diskutieren. Was ist eure Meinung über Antonio Rüdiger und über diese Szene gestern im Stadion? Ja, lasst uns sachlich darüber diskutieren und eure Meinung zählt natürlich. Ich würde gerne mal von euch wissen, was denkt ihr zu dieser Szene von Antonio Rüdiger und generell seine Spielweise und seine Art, wie er rüberkommt, neben dem Platz, auf dem Platz und über seine Eskapaden, die er in den letzten Jahren gehabt hat. Und ist denn überhaupt Antonio Rüdiger für die deutsche Nationalmannschaft eigentlich noch tragbar mit solchen Szenen, wie wir da gesehen haben, beziehungsweise auch die Szenen, die er bei Real Madrid gezeigt hat und auch neben des Platzes bei der Icon League zum Beispiel, da ist er auch Teamlead einer Mannschaft und vom FC Berlin City. Und ja, ihr könnt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, und ich frage mich bei dem Ganzen immer so, was geht denn an einem Spieler vor, der jemanden, ein Fan im Stadion, eine Unterschrift verweigert, bloß weil es halt ein FC Bayern München Trikot gewesen ist. Der erste Linie spielt ja Antonio Rüdiger bei der Weltmeisterschaft für Deutschland und nicht für Real Madrid und deswegen ein bisschen komisch für mich zu sehen, dass ein Spieler der deutschen Nationalmannschaft Fans, die extra ins Stadion gekommen sind, nach Amerika, beziehungsweise vielleicht auch Amerikaner, die im Stadion waren, die Unterschrift verweigern, bloß weil es halt ein FC Bayern München Trikot ist. Und da frage ich mich, wo ist da die Fannähe? Wo hört
der Spaß so ein bisschen auf und ist es dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben, dass man sagt, naja, ich spiele ja eigentlich auch für Real Madrid, lasst ihn doch, wenn er keine Unterschrift leisten möchte, auf ein Trikot vom FC Bayern München. Und wie gesagt, wo fängt die Fannähe an, wo hört sie auf, wo ist da der Strich zu ziehen, wo man sagen könnte, okay, Kritik berechtigt, Kritik nicht berechtigt. Und wie gesagt, da möchte ich gerne von euch mal eure Meinung hören. Weil ich finde schon, wenn man Fußballspieler ist und halt auch in den öffentlichen Medien steht, dann sollte man halt auch ein bisschen öffentlich besser rüberkommen. Ja, und ich finde, solche Szenen bringen nicht wirklich ein gutes Image für den Spieler Antonio Rüdiger rüber und auch für der deutschen Nationalmannschaft, die ja eigentlich immer über Diversität spricht, über Fannähe, und das passt einfach für mich nicht so zusammen. Und wie gesagt, vorher noch dieser Artikel auf der ARD mit dem kleinen Video mit der Fannähe der deutschen Spieler zu den deutschen Fans oder auch amerikanische Fans, die die deutsche Nationalmannschaft unterstützt haben. Und wie gesagt, das ist nur ein Thema über Antonio Rüdiger, die wir gestern gesehen haben. Und zwar gab es, wie gesagt, noch einige andere Themen und er eigentlich auch überraschenderweise so ein bisschen für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden und stand ja auch deutlich schon in der Kritik. Einige Ex-Fußballspieler, Fußballspielerinnen haben sich auch in der Öffentlichkeit dazu geäußert und haben diese Nominierung auch kritisiert. Und ja, wie gesagt, ich möchte jetzt gerne mal von euch wissen, was denkt ihr über Antonio Rüdiger, über seine Eskapaden, über seine Spielweise, und lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich würde mich freuen über ein Like und ein Abo für meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.